Seit der Mensch die Nacht zum Tag macht, wird es immer schwieriger, Gottes Lampenladen zu bewundern. Den Sternhimmel mit der Milchstraße so zu sehen, ist nur an wenigen Orten in einer klaren, mondlosen Nacht weit ab der großen Städte möglich. Deshalb verlassen wir uns auf Berichte der Wissenschaftler. In den letzten Jahren verkündeten sie uns aber immer sonderbarere Dinge, die unser Verständnis einer harten Probe unterziehen. Zu allen Zeiten hat der Mensch versucht, sich die Welt, in der er lebt, zu erklären. Dabei gibt es stets mehr Fragen als seriöse Antworten. Begriffsverwirrungen gehören zu den unseriösen Antworten, wie das Gleichsetzen von Masse und Materie. Wo er keine Antwort fand, hat er einen Begriff benutzt, der für alle unbeantworteten Fragen die Antwort war. Das wissen die Götter. So wurde die Religion die Mutter der Kosmologie und alle Wissenschaft hat der Religion zu dienen. Das ist noch heute das Verständnis der katholischen Kirche. Werfen wir einen Blick auf die Weltreligionen. Die Indoeuropäer aus Zentralasien sind unsere Urahnen und kulturellen Wurzeln. Hinduismus ist abgeleitet vom Wortstamm Indus. Die bronzezeitlichen Ackerbauerkulturen im Industal waren bereits viel höher entwickelt und ausdifferenzierter als die Hirtenkulturen der umliegenden Gebiete. Das setzte mehr Kräfte frei für Forschung. Das angesammelte Wissen stand aber nur den Priestern zur Verfügung und blieb gegenüber Außenstehenden geheim. Es wurde mit den entsprechenden Weihen mündlich weitergegeben. Das Wissen war an Symbole gebunden. Abstrahiert man von der hinduistischen Trinität der Göttersymbole, kommt man zum fundamentalen Gesetz der Physik. Das männliche Prinzip wird durch die Masse verkörpert und das weibliche Prinzip durch die Kraft. Karma und Samsara, das Rad des Lebens, beschreiben Kausalität und Rückkopplung. Die Götter Vishnu und Shiva stehen für die Einheit der Gegensätze, das dynamische Gleichgewicht der Kräfte. Die Menschen haben bereits sehr früh erkannt, dass die Lichterscheinungen am Himmel mit dem Licht des irdischen Feuers in Beziehung stehen. In der griechischen Mythologie nutzt Zeus den Donnerkeil als Waffe. Der Donnerkeil ist auch ein Symbol für die Einheit der Gegensätze. In der vedischen Religion ist es Indra, der die Vaira besitzt, und in der nordischen Mythologie wirft Donau den Mjölnir. Das untergehende Römische Reich konnte seine staatlichen Strukturen infolge der einströmenden Völkerschaften nicht mehr aufrechterhalten. So gewann eine monotheistische Hirtenreligion, wie sie das aus dem Judentum entstandene Christentum darstellt, im Jahr 380 die Oberhand. Die alten Götter wurden unter die Erde verbannt und verteufelt. Ab dem Jahr 395 geriet auch das Wissen der Antike im Abendland für Jahrhunderte in Vergessenheit. Der Begriff der Masse ist seit den griechischen Philosophen mit der nicht abzählbaren Teilbarkeit verknüpft. Massen wurden in 4 verschiedene Sorten eingeteilt, die man erst als Elemente bezeichnete und später als Phasen oder Aggregatzustände. Kann man Kräfte überhaupt nach Art unterscheiden? Man kann Kräfte nach Stärke und Richtung unterscheiden. Andere physikalische Unterscheidungsmerkmale gibt es nicht, obwohl diese in den Lehrbüchern behauptet werden. Ein Körper bewegt sich gleichförmig in eine Richtung, solange keine Kraft aus einer anderen Richtung auf ihn einwirkt. Ohne Masse gibt es keine Kraft. Das Kraftfeld ist daher Teil der Masse. Das kopernikanische Weltbild hat hunderte Jahre gebraucht, um sich gegen den Widerstand der Kirche durchzusetzen, die am geozentrischen Weltbild des Ptolemäus festhalten wollte. Berühmte Opfer waren Giordano Bruno und Galileo Galilei. Newton fand, aufbauend auf den Beobachtungen des Johannes Kepler, das Gesetz der Massenanziehung im Planetensystem, an dessen Allgemeingültigkeit über den gesamten Kosmos geglaubt wird.
Erst in der frühen Neuzeit, ab dem 17. Jahrhundert, begann der Emanzipationsprozess der Wissenschaft von der Religion. Zwei Vertreter dieses Prozesses sind Newton und Calonne. Die Reaktion der katholischen Kirche setzte darauf zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Kampf gegen die Moderne ein. Sie gewann infolge einer extensiven Bildungspolitik sehr schnell an Einfluss in der Welt. Einstein lieferte dazu die geeigneten Argumente, indem er mittels Lorentz-Transformation die elektrischen Kräfte verbannte. Aber erst Lemaitre nahm für die katholische Kirche den Faden auf und entwickelte sein Modell von der Ausdehnung des Universums, das mit wenigen Abwandlungen noch heute das katholische Weltbild bestimmt. Wenn sich aber etwas ausdehnt, muss es einen Raum geben, in den hinein es sich ausdehnen kann. Folglich ist das sich ausdehnende Gebilde kein Universum. Angeregt durch Schopenhauers subjektiv-idealistische Weltsicht verbreitete sich der Positivismus unter den Wissenschaftlern. Nicht das Wesen, sondern die ästhetische Sicht auf das Objekt wurde in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Der Relativismus zwischen Beobachter und Objekt passte der Kirche sehr ins Konzept. War es doch danach relativ gleichgültig, ob sich die Erde oder die Sonne im Zentrum der Welt befand. Nach der Anerkennung von Einsteins Relativitätstheorie war die Modellierung der Wirklichkeit nicht mehr Ziel der Physik, sondern es stand die Symmetrie einer Theorie als das Kennzeichen für Vollendung im Fokus der Theoretiker. Es wurde versucht, die Zeit als eine neue Dimension einzuführen, ohne zu verstehen, was das bedeutet, wenn die Zeit unabhängig von der Bewegung wird. Die Zeit müsste senkrecht auf dem Weg stehen, es gäbe keine Bewegung mehr. Der Glaube an die unbefleckte Empfängnis wurde durch den Glauben an die Absurdien der Relativitätstheorie mit ihren Forderungen nach Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, der Längen- und Zeitverkürzung bei sehr hohen Geschwindigkeiten und der Krümmung des Raumes durch Gravitation ersetzt. Dabei wurde der Raum mit der Oberfläche verwechselt. Durch die konsequente Missachtung elektrischer Kräfte infolge von Ladungstrennung hatten die Astrophysiker das Problem der Erklärung der gewaltigen Kräfte, die nach Newton nicht existieren dürften. So wurden Gravitationsmonster wie schwarze Löcher erfunden, die selbst das Licht verschlingen sollten. Das Explosionsmodell des Kosmos nach Lemaitre kann die Netzstruktur des Kosmos nicht erklären. Dagegen nimmt es an, dass die von Hubble erstmals beobachtete spektrale Rotverschiebung in den Nebeln, heute als ferne Galaxien erkannt, auf die Ausdehnung des Kosmos hinweisen würde. Nur kann man den Doppler-Effekt mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit, wie sie Einstein in seiner Relativitätstheorie fordert, nicht erklären. Die an den Spektren gemessenen Rotverschiebungen würden Fluchtgeschwindigkeiten entsprechen, die für Massen nie und nimmer erreichbar wären. In der Grafik ist für jede Galaxie die Breite der roten Wasserstofflinie als Funktion der Linienverschiebung dargestellt. Die Linienverschiebung wird als Entfernungsmaß angenommen. Wäre die Rotverschiebung eine Erscheinung, die abhängig von der Geschwindigkeit des Beobachters ist, dürfte die verschobene Linie sich mit der Entfernung nicht verbreitern. Rotes Kästchen. Da sich die Linienverbreiterung hervorgerufen von Materie zwischen Beobachter und Objekt mit der Entfernung zunimmt, blaues Dreieck, kann man den Doppler-Effekt als Ursache für spektrale Verschiebungen in Größenordnungsbereichen jenseits des Faktors 0,0035 ausschließen, da nur bei Geschwindigkeiten unterhalb von 1000 km pro Sekunde mit einem optischen Spektrum zu rechnen ist. Elektronengeschwindigkeiten über dieser Geschwindigkeitsschranke führen zur Ionisation des Wasserstoffs und es gibt dann keine rote Wasserstofflinie mehr. Durch das Leugnen jeglicher elektrischer Kräfte hat sich die theoretische Astrophysik in ein Labyrinth von Widersprüchen verstrickt.
Wenn man in Einsteins Energieformel eine Impulsformel einsetzt, erhält man durch einige mathematische Umrechnungen die untere Formel. Kann sich aber Masse bei Bewegung vermehren? Nein. Es muss eine Kraft der bewegten Masse einen Widerstand entgegensetzen, der einen Massezuwachs vortäuscht. Das ist das entstehende Magnetfeld, das eine bewegte Ladung erzeugt. Das bedeutet, dass zu jeder Masse stets ein Kraftfeld, hervorgerufen durch getrennte Ladung, vorhanden ist. Im Erdfeld haben wir einen Spannungsabfall von etwa 100 Volt pro Meter. Dass die Lichtgeschwindigkeit von den elektromagnetischen Eigenschaften des Ausbreitungsmediums abhängig ist, weiß jeder Optiker. Die zweite Energieformel sagt, dass Energie von der Frequenz der Wirkung abhängt. Impulse erzeugen Wirkung. Man denke dabei nicht nur an Elektronenübergänge, sondern auch an Hammerschläge eines Bohrhammers. Der Feldstärkewert von 100 Volt pro Meter ist ein Schönwetterwert. Bei einem Gewitter steigt dieser Wert über 10 Millionen Volt pro Meter an. Inzwischen weiß man, dass in Blitzen auch Röntgen- und Gammastrahlen entstehen. Selbst Kernfusionen sind nicht ungewöhnlich. Dabei spielt die Ladung durch den Flüssigkristallcharakter der sogenannten Wasserbatterie die entscheidende Rolle. Aber auch über den Wolken wurden Blitzentladungen in den Weltraum entdeckt. Der Norweger Christian Birkeland links erforschte das Polarlicht und erkannte seine Plasmaeigenschaften noch vor der Zeit, als Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie aufwartete. Hannes Alfvén rechts setzte diese Arbeiten fort und entdeckte die fasrige Struktur des Kosmos. Jedoch wurden seine Arbeiten zum kosmischen Plasma von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert. Lediglich seine Laborarbeiten fanden Anerkennung durch einen Nobelpreis. Seit 20 Jahren wird nun die Sonne und ihr Teilchenstrom beobachtet. Einige Sonnenflares, Masseauswürfe in die Sonnenatmosphäre, wurden beobachtet. Selbst Störungen des irdischen Energienetzes durch massive Sonnenstürme haben die Astrophysiker nicht von ihrem Glauben an die gestaltende Kraft der Gravitation abbringen können. Dass sich das Planetensystem mit der Sonne um das Zentrum der Milchstraße dreht, hat als erster Dalton Miller in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts aus der Anisotropie des Lichtes auf dem Mount Wilson mittels eines Michelson-Interferometers entdeckt. Dort waren die Einflüsse des Erdfeldes minimal. Er bestimmte die Geschwindigkeit auf 208 km pro Sekunde. Später fand man einen Wert von 222 km pro Sekunde. Die Konsequenz aus Millers Entdeckung, die auf Einsteins Betreiben totgeschwiegen wurde, ist die Tatsache, dass die resultierende Erdbahn eine ziemlich steile Helix um die Sonnenbahn darstellt. Um eine Helixbahn zu erhalten, bedarf es dreier Kräfte, die aufeinander senkrecht stehen. Wer als Kind ein Flugmodell mit einem Gummimotor ausgestattet hatte, erinnert sich an die drei Kräfte, die auf das Gummiband wirken, wenn es verdrillt wird. Die Lorentzkraft als Folge des um den Strom durchflossenen Leiter sich bildenden Magnetfeldes bewirkt die gleiche Verdrillung. Damit sich eine Galaxie bilden kann, muss es wie beim Gummimotor mindestens zwei Stränge geben, die sich verdrillen können. Die Lorentzkraft ist für die Verdrillung der Plasmaströme verantwortlich. Die Folge ist, dass es eine weitere Kraft gibt, die die beiden Stränge zusammenquetscht. Das ist die Kraft, die die Planeten auf ihrer Bahn hält. Bevor sich eine Galaxie bildet, wird erst der Birkeland-Strom infolge der Verdichtung der Materie sichtbar. Mit zunehmender Stromdichte beginnt der Ionenstrom zu glimmen, was durch einen Spannungsabfall sichtbar wird. Wird die Stromdichte dann wieder stärker, kommt es an einem bestimmten Punkt zu einer schlagartigen Blitzentladung. Ein solches Ereignis bezeichnet man im Kosmos als Nova. Hier haben wir ein Beispiel einer Galaxie, die sich im Uhrzeigersinn dreht. Gleichzeitig sehen wir auf der rechten Seite
das optische Spektrum dieser Galaxie mit der roten und blauen Wasserstofflinie. Der Galaxiekern ist noch nicht so stark entwickelt, was man an dem niedrigen thermischen Untergrundspektrum erkennt. Wie sich die Bilder ähneln: links Teslas Plasmalampe aus dem Labor und rechts der Krebsnebel aus dem Sternbild Stier. Im Buch finden Sie zu den vorgetragenen Thesen über die Vorherrschaft der elektromagnetischen Kräfte im Kosmos ausführliche Erklärungen und Quellenangaben. Verlassen Sie sich nicht auf Leute, die Ihnen einreden wollen, dass den Kosmos nur Experten mit Kenntnissen der höheren Mathematik verstünden. Was man nicht in seiner natürlichen Sprache erklären kann, wird durch höhere Mathematik nicht klarer. Wo Unwissenheit ist, lauert der Betrug. Lassen Sie sich über Widersprüche aufklären. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit, sagte 1784 Immanuel Kant. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Mancher wird denken, ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Sind Sie mit Ihrem Geld auch so vertrauensselig? Es wird viel Geld für sinnlose Experimente ausgegeben und mit Preisen geehrt, obwohl die Theorien, die bewiesen werden sollen, widersprüchlich sind. Nutzen Sie den Ihnen gegebenen Verstand und hinterfragen Sie die Welt.